Hallo Freunde, ich bin's wieder Felix. Wir sind hier kurz vorm Segeln und wir machen gerade den F50 hier hinter mir fertig und wir wollen jetzt einmal ganz kurz gucken, was muss eigentlich jeder machen, damit wir hier gleich ready to race sind. Kommt mal mit. Dann helfe ich gleich mit. Will, do you have 1 second? Yeah. Yeah? What's your routine when you get on board? Yeah, we're just with the grinder boys, sort of sort out the jib, get that ready for sailing. Just check our sort of areas here, all our jib functions, pedestals, got a few jib targets we chuck on, make sure everything's ready to go. Sweet, thank you. I won't stop you from your work. Hier hinten sieht man jetzt, wie sich alle hier gerade ihre Helme aufsetzen. Ganz wichtig ist die Kommunikation natürlich an Bord. Wir können uns nur über Funk unterhalten. Also wir haben hier Mikrofone und wir haben sogar so In-Ears, also geformte Earbuds für unsere Ohren. Das Wichtigste eigentlich am Anfang ist, dass wir alle einmal den Helm aufsetzen, kurzen Test machen, hört jeder jeden, funktioniert dieses Mikrofon. Gehen wir auf die Seite, hier ist nicht so viel los. Hier sitzt Jimmy. What are you testing before you sign off the board and you're ready to race? Basically, I've got to test every single function. So that's all the board up, board down, cant in, cant out, rake, rudders, every button that I have. I've got to push it and make sure it works same as a plane. And I'll do that with Eric. He's got a lot of the same functions I do. So every now and then, you know, like little gremlins come into the boat and something doesn't work quite right and you spot it and we can fix it before we go flying. Who would fix it then? What's the process if something doesn't work? Who do you talk to? Yeah, almost everything that needs to be fixed has to be done by a tech team, you know. We're not smart enough to figure it out. You basically got to plug a computer in, or the guys in the container, they've got the data live and they can diagnose it. Und jetzt kommen wir hier gleich nochmal an die wichtigste Position, den Driver. Jetzt habe ich hier Erik. Erik, wie sieht deine Routine aus, bevor wir einmal segeln gehen? Was sind deine Checks? Was musst du machen? Ja, erstmal, ich kontrolliere erstmal die Comms-Systeme, so ein bisschen die Foundation, weil wir gehen nicht segeln, ohne dass alle verbunden sind mit den Comms. Dann komme ich hier an das Lenkrad und das Panel hier, das ist von Anna ein bisschen, aber ich gucke es mir auch ein bisschen mit an, weil ich benutze das auch. James und ich checken beide unsere Systeme. Ja. James, I just raised the board for a sec. Geil, love it. Und dann hier ist ja so ein interessanter Knopf, dieser rote hier. Ja, zum Glück wurde der noch nicht aktiviert. Der macht das ganze Boot aus. Wenn jetzt ein Notfall ist und du das Boot ausschalten musst, kannst du da den Notfallknopf drücken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann du das genau machen würdest, weil warum willst du Funktion verlieren? Eben. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Mast hoch muss vielleicht oder da rein ins Board und das Board bewegt sich und jemand ist im Kasten drin. Das wäre halt ein Worst Case, dann ist glaube ich der E-Stop. Weil du würdest ja nicht, wenn einer vom Board fliegt, würdest du ja nicht den E-Stop-Button reinhauen. Auf gar keinen Fall. Niemals. Das wäre das Schlimmste eigentlich, weil du wirst ja eigentlich die ganze Kontrolle über das Schiff noch haben. Ja, top. Ja. Machst du einen Schotbruch. Danke. Das ist mal gute Mannarbeit hier noch, richtig mit der Hand hochliefen. Da gibt es immer 2 Größen, eine große und eine kleine Pro-Wing-Größe und das ist natürlich heute die große J1 heißt die oder AP1, All-Purpose One, weil heute durch wenig Wind ist die große Chip. Aber wir haben auch die kleine immer dabei, falls man draußen wechseln muss. Und das Race Management gibt sogar vor, welches Segel wir segeln müssen. Also Sie könnten zwischen den Wettfahrten wechseln, aber dann müssen alle wechseln und alle müssen immer das gleiche Vorsegel haben. One Design, keep it real. How do you prepare before you're ready to race? Yeah, just checking all my buttons. I kind of checked them on shore already, but now the boat's switched on, just checking all the buttons are doing what I want them to. Sorry man, I've got in my ears, I can barely hear you. Die hat schon die Knöpfe drin, das ist dann so laut, wenn man die alle über Funk hört, dann hört man sich normal gar nicht. Aber hier sieht man jetzt ganz gut den Wing gerade oben. Das ganze Shape vom Wing kann er ja einstellen und es geht wirklich hier über die kleinen Knöpfe. Geht das alles hydraulisch und dann kann man wirklich das Profil von dem Wing in alle verschiedenen möglichen Formen verstellen. Wie ein Flugzeugflügel, man kann ihn so kippen und dann kann man ihn aber auch der Länge nach quasi twisten. Also man kann so das Shape nach hinten verbiegen. Dadurch kann er immer den perfekten Shape einstellen für die Bedingungen. Eine Frage, was hast du eigentlich im Gesicht? Was habe ich im Gesicht? Das werde ich oft gefragt. Stimmt, warum ich geschminkt bin. Ich bin keine Schminke, ist auch nicht wie ein American Footballer, der das hier so aus Aggressivität macht. Es ist bei uns Sonnenschutz, das ist Zink, das ist das Einzige, was wirklich hilft bei so viel Sonneneinstrahlung. Wir haben das Wasser, sprich wir haben doppelte Reflexion von der Sonne von oben plus die Strahlen, die reflektieren. Wir werden ja teilweise mit 70, 80 km/h werden wir hier mit Wasserstrahl gebürstet. Wir Grinder schwitzen natürlich und das Einzige, was dauerhaft hält, ist diese weiße Pampe. Deswegen habe ich die immer drauf. Wir sehen es bei Erik, der macht sogar die Hände. Safety first. Siebert, do you have a minute? We're going over to the Danish. Okay, when we do it later. Wir müssen einmal kurz zu den Dänen rüberfahren. Jedes Team hat ja eigentlich sein eigenes Chaseboot, also mit diesen 12 F50s gibt es auch 12 Chaseboote, die hier draußen sind. Wir haben natürlich Ersatzsegler dabei, Materialien, Trinkwasser, die Shore Crew, manchmal sind Diver mit dabei. Kameraleute, ganz wichtig, die wichtigsten. Wie das bei Seemannschaft sich so gehört, man hilft sich gegenseitig natürlich und bei einem F50 kann man einfach viel besser manövrieren. Deswegen sehen wir hier gerade 2 Boote, ja, die sind jetzt ready und vorher schon im Tagesplan geplant, welche 6 Boote als erstes gehen und welche 6 danach. It's quite easy here today because it's not so much breeze, but if it's really shifty, I just sit here and dampen all the movement.
movements of the boat slightly. Because we had this funny, you know, that video where ZDF was trying to give an interview in the front, and we're just like, why do you sometimes have to go so crazy fast? Because we often hook up with the F50 in between races, and then we also have positions that we need to be in. So sometimes we hook up with them next to the start line, and then we need to move out and to not be an obstacle on the race course. So every second counts out there for these guys and for you guys. Yeah. Best of luck today. You too. Also ich bin ja auch ein Man of all Trades. Ich muss ja jetzt von Chaseboat fahren, über Segeln, über Interviews machen. Jetzt muss ich auf unseren Kameramann die Dinger hier anbauen, aber kommt mal mit. Wir haben hier mehrere Kameraoptionen. Also es gibt ja hier vorne eine fest installierte auf dem F50 und hier hinten. Der sieht quasi auch mal Broadcast, also auf dem Fernsehen kann man mit die einschalten. Und wir bauen unsere eigenen noch auf. Für euch, für unseren Kanal, den ihr ja immer followen, liken müsst und sharen müsst und auch kommentieren, wenn ihr noch was wissen wollt. Und natürlich für die Segler als Training. Wir müssen ja mal gucken, abends Videos angucken, was haben wir falsch gemacht, was haben wir richtig gemacht. Und Videoanalyse ist ein Riesenthema. Deswegen, hier hinten ist wichtig, hier darf man nicht draufsteigen. Das ist alles so ein Aero-Package. Kommt jetzt diese Kamera dran, secure, damit sie sich bei 80 km/h Wasserdusche möglichst nicht verstellt. Action. Hängt gerade diese Leine ins Wasser, man will sich denken, was machen die denn hier? Wäre es schlechte Seemannschaft oder so? Aber das ist gewollt, das ist die Großschot. Das ist quasi die Schot, mit der unser Wingtrimmer hier diesen riesen Wing bedienen kann. Und es hat irre hohe Bruchlasten. Es wird hier drüber gelegt. Und wenn wir Grinder jetzt zu viel Kraft haben, jetzt sind so ein paar Laps drauf, wir haben zu viel Kraft und wir würden jetzt die Winch drehen, aber er zieht gar nicht, dann entsteht hier irre viel Reibung und Wärme und deswegen weichen wir die hier schon mal ein ins Wasser, dass die gleich einfach geschmeidig sind und weich über die Winch laufen. Ich habe hier gerade von Erik gehört, docking off in 3 minutes. What does it mean for you guys? Is that the fever starts now? Potentially it could be stressful at this time. Today it isn't, so that's nice. A good venue, good weather, like everything helps, you know. Makes it The easy, tech yeah. side, nice and close. And then what's the process now? What's the process in docking off? What can we imagine? How does that work? Now we're just waiting for Tech HQ to sign us off. And then you're gonna do it with one chaseboat or 2? Yeah, just one. Professionals. We'll see though, if we don't fuck it up. Das sind die sogenannten Flabber. Das sind so kleine Gummischlauchboote mit einem kleinen E-Motor. Jona hat die leider gerade verscheucht. Aber aus gutem Grund. Die Boote, sie hängen wir an der Mooring. Wir sind hier gerade connected mit dem Boot und es gibt immer eine Mooringleine. Und normalerweise helfen diese Flabbers uns, das Boot einmal an die Mooring zu machen und die unten zu connecten. Und jetzt weht mich das Segel hier fast über. Aber wir haben so ein eigenes System hier mit so einem großen Schnelllöseschäkel und damit brauchen wir die jetzt gerade nicht mehr. Aber beim Anlegen sind die ganz wichtig, weil die geben uns dann die Leine und einer sitzt hier vorne, dann connecten wir das Boot. Also auch ein wichtiger Job, der meistens von den Inspire Kids gemacht wird. Ein Programm für junge Nachwuchskinder, die mal bei SailGP reinschnuppern wollen und die haben dann da ein bisschen On-Water-Erfahrung, was auch cool ist. Jona, was ist denn dein Job da vorne? Was hast du gerade gemacht? Hältst du die Stellung oder guckst du ein bisschen nach? Das sieht wichtig Ja, aus. ja. Wir haben gerade das Vorsegel hochgezogen und da muss einer vorne sein und gucken, dass das alles gerade hochläuft. Sobald wir eben von dieser Ankerleine los sind, haben wir noch unser Moving Gear, das müssen wir noch abbauen. Das eben auch da vorne attached. Deswegen einer steht immer vorne drauf und guckt, dass da alles klar läuft. Ah ja, hier sieht man noch mal ganz kurz, wenn du hier unten durchfilmst, die Leine wird jetzt weggemacht. Die ist für die Mooring quasi, also damit wir das Boot fest ankern können. Und die wird immer abgebaut, damit sie am Segel nicht dran ist. Und nach dem Segeln müssen wir das wieder montieren, dass wir dann hier das Boot wieder an die Mooring oder quasi an Anker legen können. Jetzt stehe ich hier schon mit Anna, die hat schon ein Grinsen im Gesicht, weil jetzt geht's los. Jetzt habt ihr mal gesehen, was die ganzen Segler alle machen müssen und wie die Vorbereitungen von einem F50 sind, bevor wir segeln können. Und danke fürs Zugucken und drückt uns die Daumen beim Segeln.